dauert denn das schon wieder so lange? Jetzt sind wir auf Sendung. Jetzt auf Sendung. Jetzt läuft's. So. Leute, wir sind wieder in Roberts Büro angekommen. Oh, Bedeutet, der Robert ist schon wieder auf eine super Idee gekommen. es wird konfiguriert. Es wird wieder konfiguriert, Leute, denn wir sind ja bei Akrapovic zu Besuch gewesen und im letzten Video durfte ich ja ein ultra geiles Fahrzeug fahren. Um das handelt es sich heute, denn es wird ein neuer Daily in der Gear Collector Sammlung werden. Ein neuer Daily, Ein sehr geiles Auto sogar. wo ich mir mal überlegen werde, ob du das Auto überhaupt fahren darfst. Was soll das heißen? Weil ganz einfach, Robert, weil ich so extrem begeistert davon gewesen bin. Ich durfte ja damals schon bei der Presseveranstaltung den neuen M2 fahren. Und jetzt habe ich es wieder festgestellt, Leute, als wir bei Akrapovic den neuen M2 gefahren sind. Das ist ein ultra geiles Fahrzeug. Vor allem das Geile haben wir ja gesehen. Es war ja für uns mehr oder weniger die Abschlussfahrt mit dem M3 Touring. Denn Leute, ja, M3 Touring geht, M2 kommt dafür. Tut mir weh. Es tut mir auch sehr weh, weil designtechnisch brauchen wir überhaupt nicht reden. M3 Touring habe ich auch gesagt, Leute, und es ist auch weiterhin so. Es ist der beste Daily, den es aktuell auf dem Markt gibt. Ja. Aber wie ihr ja wisst, seit mehreren Jahren arbeiten wir mit BMW M zusammen und dementsprechend kommt hier der Nachfolger für dieses Jahr, für 2024. Und das wird eben der neue M2 sein, der uns über die Zeit hinweg begleiten wird, den wir begleiten werden, da coole Videos für euch produzieren werden und mal wirklich schauen, okay, wie ist denn der neue M2 als Daily? Weil, klar, platztechnisch eigentlich ja deutlich kleiner, aber das ist eben, was ich festgestellt habe. Das Gefühl ist was ganz anderes. Leute, wenn du in diesem Auto sitzt und wenn wir den neuen M2 bekommen werden, dann werden wir nochmal deutlich zeigen, im Innenraum, du hast mittlerweile so viel Platz, Das ist so weil... geil. Wenn wir nämlich jetzt mal hier auf die Konfiguration nämlich gehen, wir haben hier nämlich schon was vorbereitet. Ihr seht hier oben rechts, 75.400 €. Das ist ein Haufen Geld. Keine Frage, das sind, glaube ich, so um die 15.000 €, sogar mehr als der alte M2. Aber man muss klipp und klar sagen, es hat nichts mehr mit einem M2 im Innenraum zu tun, wie man es früher kannte, sondern du denkst, du sitzt in einem M3, M4 mit dem riesen Display, die Qualität, was du alles hast, das ist wirklich verrückt. Und wie viel du eben mittlerweile serienmäßig von den M3, M4 übernommen hast, ist das halt natürlich crazy. Und jetzt, Leute, kommen wir nämlich zu euch. Denn ihr werdet die Konfiguration entscheiden. Es ist nämlich nur noch um die 2 Wochen hin, bis nämlich der neue M2 in die Sammlung kommen wird. Und wir haben 2 Optionen zur Auswahl und dementsprechend, Leute, ihr werdet abstimmen, welcher Spec, welche Konfiguration in die Sammlung kommen soll. So Leute, und zwar hier kommen wir jetzt zur ersten Option. Wir gehen hier nach unten und zwar die Lackierung nennt sich BMW Individual Frozen Portimao Blue. Die Lackierung kenne ich noch sehr gut, damals vom M3. Wie sie beim M2 aussieht, habe ich bisher noch nicht live gesehen. Hier haben wir einmal jetzt ein Bild und auf dem Bild sieht das nämlich ultra geil aus, weil ganz ehrlich, also hier im Konfigurator kannst du es ja komplett vergessen. Also das sieht einfach nicht geil aus, muss man klipp und klar sagen. Hier sieht es schon ganz anders aus, also die Lackierung finde ich extrem geil. Ja. So, den werden wir uns jetzt mal konfigurieren. Wir befinden uns ja immer noch bei 75.400 €. Ist eigentlich auch wieder witzig, Leute. Manuelles Getriebe kostet 500 € mehr. Hätte ich tatsächlich sogar bevorzugt, weil ich meine, es gibt kein anderes Fahrzeug in dem Segment, wo du noch einen Handschalter nehmen kannst bei der Konkurrenz. Wenn du bei Mercedes schaust, wenn du bei Audi schaust, du kannst nirgendwo mehr Handschaltung nehmen. Und bei BMW kannst du es wenigstens noch und zahlst mittlerweile 500 € Aufpreis. Wer hätte das mal gedacht vor ein paar Jahren, dass du für ein manuelles Getriebe Aufpreis zahlst und bei einem Automatikgetriebe das kostenfrei dabei hast. Aber wir gehen jetzt hier mal durch. Lackierung haben wir jetzt schon. Von den Felgen her haben wir, glaube ich, hier auch schon... Ah, da gibt es sogar noch. Was sind das? Ah, nee, die sehen aber nicht geil aus, oder? Schwarz sind schon... Was ist denn das los? Ja, das ist jetzt eben hier Doppelspeichefelge. Und da kommt das komplette Trackpack mit dazu. Ja, das brauchen wir ja. So, bedeutet, wir haben auch schon hier den Innenraum, dementsprechend Vollleder, Merino, also das ist schon krass, was du da mittlerweile alles ausstatten kannst bei einem M2. Schaut euch das mal an. Also das ist halt schon crazy. Wir haben hier die
Sport-Schalensitze hier schön mit dem Sehr ganzen wichtig. Carbon. Das ist so verrückt, dieser Innenraum mittlerweile. Ich meine, klar, ihr habt ja gesehen, ich meine, wir befinden uns jetzt hier bei 92.000 Euro befinden wir uns jetzt schon. Ist natürlich schon eine Ansage. Wir haben halt gleich, wie gesagt, hier Ja, schon alles klar dabei. alles hier gleich mit dabei. Ja, das haben wir schon. Mein Carbondach, Carbonbremsen, das. Was willst du dann noch mehr? Ja, hier halt die Carbon-Schalensitze haben wir alles schon mit dabei. Wir haben das Carbondach haben wir schon mit dabei. Shadowline, ich glaube, das würde ich auch mal sagen, das nehmen wir mal mit dazu. Ja, das braucht. Fernlichtassistent, damit der Robert auch ein bisschen was sehen kann, oder? Dann hier Ja. die Ja, die Sicherheitsgurte. M-leuchtenden Shadowline würde ich auch noch nehmen, weil das sieht geil aus. Ja, sollte auch Nein. dementsprechend. Wie gesagt, Leute, also die beiden Fahrzeuge wurden schon vorkonfiguriert, nicht von uns, sondern von BMW. Und da wirklich nochmal klipp und klar, diese zwei Fahrzeuge werden gerade von Amerika aus dem Werk rüber verschifft und ihr Leute, ihr entscheidet. Nicht wir, sondern ihr entscheidet, welcher in die Sammlung kommen soll, mit welchem wir über die nächsten Monate hinweg geile Videos produzieren werden. Ne? freu mich schon. Soundsystem ist natürlich auch wichtig. Robert, wenn dir irgendwas Ja, auffällt, da bist du schon das richtig. kannst du Lenkradheizung. komplett vergessen, Robert. Also ich hoffe, ich muss mal in der Konfiguration nochmal nachschauen. Ich hoffe, bei BMW, die haben nicht diese Lenkradheizung. Das ist doch geil. Ich sag's dir. Wehe, das kannst du vergessen. Ja, Rote kommt doch, Bremse, ne? ich glaube, ja, ist auch mit dabei. Sonnenschutzverglasung. Ja. Braucht man Privacy. natürlich auch. Komfortzugang ist ganz wichtig, ja, für den Das Robert. Wichtigste. Parkassistenten, brauchst du den? Ja? Den brauche ich auf jeden Fall beim Rückwärtsfahren. Ich wollte gerade sagen. Wieso willst du irgendwas sagen, Robert? Bin noch nie irgendwo dagegen gefahren. Ja, doch, rückwärts schon. Lass mal lieber. Live-Cockpit. Ich glaube, das sieht doch jetzt schon mal sehr gut aus. Ich wüsste auch jetzt nicht, was du hier sonst noch konfigurieren könntest. Das Wichtigste haben wir. Das müsste das jetzt alles gewesen sein, Leute. Wir kommen hier am Ende auf 98.000 Euro für einen BMW M2. Das ist schon Was sportlich. extrem viel Geld ist. Wirklich dann- extrem viel Geld. Musst aber links und rechts schauen auf die Konkurrenz. Aber genau, Robert, du sagst es richtig. Wenn man sich die Konkurrenz anschaut, ist der Preis immer noch mehr als fair für das, was du hier wirklich an Fahrzeug bekommst. Und nochmal, man kann den neuen M2, wir sind ihn ja jetzt erst gefahren, du kannst ihn nicht mit dem alten M2 vergleichen. Von der ganzen Qualität, was du alles serienmäßig auch schon mit dabei hast, was du mittlerweile eben alles konfigurieren kannst. Wie gesagt, du kannst ihn auch ganz nackt haben, dann machst du ein bisschen Ausstattung rein, 80.000 Euro, ja, und dann hast du auch schon ein mega geiles Auto. Das ist ein geiles Und Fahrzeug. für mich halt einfach, was ich halt festgestellt habe, gar keine Frage, M3 Touring, klar, Ja. geiler Daily, Ja. aber Spaßfaktor, hier haben wir ja beim Video gesehen, Leute, wie gesagt, zieht es euch nochmal rein, M2 mit der Akrapovic-Anlage, du merkst halt einfach diesen kurzen Radstand. Und es ist, du sitzt innen drinnen, du denkst, du sitzt in einem M3, M4, Voll. aber sobald du dann fährst und dann richtig schön Landstraße, richtig geile Kurven. Dann mit merkst dem- du's, ja. Genau, mit dem kurzen Radstand, das ist unglaublich, Leute. So, aber jetzt wollt ihr natürlich die zweite Lackierung wissen. Ne? Wie gesagt, Konfiguration exakt identisch, exakt gleich, bis eben auf jetzt die Außenfarbe. Lackierung. Und jetzt, Leute, jetzt wird es spannend, jetzt seid ihr gefragt. Wir haben hier den Unilack, Zandvoort Blue, Alpine Weiß Uni, dann haben wir hier Brooklyn Grey Metallic, dann Toronto Rot. Wir können es auch einmal ganz kurz so ein bisschen hermachen, damit man es auch wirklich sieht. Sieht auch irgendwie geil aus. Nochmal hier dieses Blau, finde ich, hat was, ja, aber wäre tatsächlich nicht jetzt meine erste Wahl, um ehrlich zu sein. Das waren doch damals die Leak-Fotos, oder? Ja, Okay. genau. Dann Ja. Weiß, gar keine Frage, mega geil. Robert, sehe ich gerade so unscharf oder ist es einfach gerade unscharf? Ja, jetzt. Der braucht ein bisschen jetzt haben mehr. wir es wieder. So, dann haben wir hier das schöne Grau, Kommt auch geil bei dem Auto, finde ich. auch sehr geil. Dann haben wir hier Toronto Rot. Boah, ist gar nicht meins, finde ich. Aber irgendwie. ich finde, es passt zum Auto. Ja, meinst Ja, du? doch. Wobei, da wirkt es halt schon wieder so orange, ne? Irgendwie. Kann Ja. sein, dass es in echt anders ist. So, dann gar keine Frage. Ich meine, schwarz immer geil, ja. Dann, wie Also, gesagt, hier jetzt nochmal kurzes Frozen Portimao Blue. Und jetzt, Leute, jetzt kommt's. Und zwar, ihr kennt es schon vom M3 Touring. Alter. Frozen Pure Grey. Exakt dieselbe Lackierung, wie wir es beim M3 Touring hatten. Ne? Und jetzt sehen wir mal hier, wo haben wir es denn? Weil das war ja hier gerade das Bild. Und zwar, jetzt öffnen wir das hier einmal. Jetzt haben wir genau die beiden Boah, nebeneinander. ist das sexy. Frozen Pure Grey links,
Frozen Portimao Blue rechts. Und Leute, zwischen diesen beiden Fahrzeugen können wir uns jetzt entscheiden, beziehungsweise ihr entscheidet, welches Auto, welcher von den beiden soll es werden. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe keinen Favoriten. Ich meine, Frozen Pure Grey, wir haben es auf meinem 3 Touring gehabt. Mega, mega geil. Ja. Frozen Portimao Blue, für mich auch einer meiner Favoriten-Lackierungen. Ja. Und wenn ich jetzt vor beiden Fahrzeugen stehen würde, ich könnte mich nicht entscheiden, Robert. Also ich weiß nicht, ob du irgendeinen Favoriten hast. Das sind beide extrem geil. Ich kann mich auch nicht entscheiden, muss ich ehrlich zugeben. Aber schon das Grau macht schon echt was her. Okay. Mhm. Also Leute, wie gesagt, kommentiert jetzt drunter. Wir werden die Kommentare dann dementsprechend vergleichen. Wir werden alle Kommentare zusammenzählen, werden die miteinander vergleichen und genauso auch auf Instagram wird es auch nochmal einen Aufruf geben und da werden wir dann auch die Kommentare miteinander vergleichen und dementsprechend, welcher von den beiden mehr Stimmen bekommen hat, das Auto wird dann sehr, sehr bald in die Sammlung kommen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und von daher Ich freue mich. würde ich sagen, machen wir Schluss, Robert. Willst du noch irgendwas sagen? Willst du irgendwas noch an die Community loswerden? Nee, ich finde Nicht? freue mich auf das Auto. Sehr. Warum denn du? Ja. Alles klar, Leute. Wir machen Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Peace out. Wir welche Konfiguration entscheiden. Mit welchen in die Kamera. Da dann den Cut, Mhm. oder? Ja, genau. Was habe ich jetzt nochmal gesagt gehabt gerade? M2. Wir nehmen ihn nicht als... Das kann doch nicht wahr sein, oder? Wo soll ich jetzt nochmal anfangen, Robert? Ich würde einfach anfangen, wenn jetzt Auto in die Sammlung kommt. Und dann sagst du, das ist die erste Option. Ich bin verwirrt. Du merkst. Kann ich einfach sagen, wir gehen auf die Farben? Wo kann ich jetzt nochmal anfangen?